Herzlich willkommen auf dem offiziellen Sunrise YouTube-Channel. Im heutigen Video zeigen wir dir, wie du deine neue Sunrise EOS TV-Box einfach installieren kannst. Fangen wir mit der Installation an. In dieser Verpackung wird die TV-Box zu euch heimgeliefert. Darin befindet sich einmal das TV-Böckchen, die Fernbedienung, die wir aber erst in einem späteren Schritt brauchen, ein Antennenkabel, ein LAN-Kabel und ein HDMI-Kabel und zum Schluss noch ein Netzteil. Als ersten Schritt verbinden wir unsere TV-Box mit dem Fernseher. Nimm dazu das mitgelieferte HDMI-Kabel und steck es beim Anschluss HDMI 1 ein. Das andere Ende des HDMI-Kabel stecken wir jetzt auch noch bei der Box ein. Für die beste Performance und Stabilität empfehlen wir dir, dein TV-Böckchen mit dem LAN-Kabel einzustecken. Falls dein Modem zu weit weg ist oder du doch lieber eine WLAN-Verbindung bevorzugst, zeigen wir dir das in einem späteren Teil des Videos. Deine TV-Box benötigt das Signal von der Kabeldose zur Übertragung von Live-Sendungen. Schließ dazu das blaue Ende an der TV-Box an und das grüne an deiner Kabeldose an der Wand. Als nächstes schließen wir noch das mitgelieferte Netzteil an unserem TV-Böckchen an, damit das auch Strom bekommt. Jetzt ist es Zeit, um den Batterieschutz an der Fernbedienung herauszuziehen. Drück den OK-Knopf auf der Fernbedienung, um sie mit der TV-Box zu koppeln. Falls das automatische Pairing nicht funktioniert, drück den Back-to-TV-Knopf und Zahl 0 für 10 Sekunden. Folge jetzt den weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm und dann sollte dein TV eigentlich ready sein. Hast du unseren Channel schon abonniert? Wenn nicht, erledige das jetzt, um kein neues Video zu verpassen. Jetzt zeige ich euch, wie ihr die TV-Box kabellos mit dem WLAN verbinden könnt. Mit der WPS-Taste können deine Geräte ohne Eingabe von einem Passwort miteinander gekoppelt werden. Drück dazu die WPS-Taste auf dein Modem und anschliessend im Menü von deiner TV-Box und sie verbinden sich automatisch miteinander. Alternativ kannst du dein WLAN-Netzwerk auch auf der Liste auf dem Bildschirm auswählen und dein Passwort eingeben. Unterstützt dein Fernseher die Steuerung über HDMI noch nicht, so kannst du jetzt in den Einstellungen die Fernbedienung vom Fernseher koppeln. So brauchst du nur noch eine Fernbedienung zum An- und Abstellen. Mit Gedanken an die Umwelt wird unsere TV-Box im sparsamsten Strommodus ausgeliefert und somit hat sie einmal ein bisschen länger zum Aufstarten. Wenn dir das aber zu lang geht, kannst du das jederzeit im Menü anpassen. Bist du unterwegs und möchtest auf dein TV-Erlebnis nicht verzichten? Scanne den QR-Code oder lade dir über den Link in der Videobeschreibung die Sunrise TV-App ab und geniesse deine Sender überall dort und zu jeder Zeit, wo du gerade bist. Über die App kannst du außerdem auch die TV-Box steuern und Einstellungen konfigurieren, die sofort synchronisiert werden. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit deinem neuen Sunrise TV. Ciao zusammen und bis bald!